Hey, ich melde mich hier aus Plau am See und Plau am See ist eine sehr schönes Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern. Hier ist also viel Tourismus, hier ist viel Gelegenheit, Urlaub zu machen. Hier sind schöne Wälder und wie der Name schon sagt, Plau am See liegt an einem herrlichen See. Ist jetzt nicht überraschend. Heute ist kein schönes Badewetter, aber ansonsten würde man hier prima baden können. Ich gehe hier an einem Kanal entlang durch Plau am See und werde dann auch noch den See erreichen. Und das kann man also nur empfehlen. Man kann es letzten Endes auch empfehlen, wenn es gerade schneit, so wie jetzt. Aber im Sommer wird es auch sehr schön sein mit den vielen Wäldern hier rundherum, dass man Fahrrad fahren kann, dass man hier gibt es Marinas und alles. Und ich wollte kurz über Samsara sprechen, die Scheinwelt. Ein Wort, das insbesondere aus dem Buddhismus stammt. Und ich hatte ja schon mehrmals gesagt, ich bin eigentlich ein großer Freund des Buddhismus. Ich finde im Buddhismus oder in seinen Worten, in seinen Gedanken vieles wieder, was ich also hier immer in Form von Spiritualismus bespreche. Und deshalb sagt es mir einfach sehr, sehr viel. Und ich bin auf der anderen Seite auch manchmal im Clinch mit meinen buddhistischen Freunden, die das alles wieder ganz anders verstehen. Und ich sage dann immer, diese Sichtweise des Materialismus durchdringt uns und ist uns einfach, wie soll man sagen, es ist etwas, was ich nenne es eine Denkgrenze. Es ist etwas, was man kaum ablegen kann. Und meiner Ansicht nach durchdringt es auch die Menschen, die heute den Buddhismus verstehen. Die heute den Buddhismus meiner Ansicht nach anders verstehen, als man ihn verstehen könnte. Wenn zum Beispiel von der Leerheit die Rede ist, dann habe ich oft gesagt, ist das eben eine Leerheit und keine Fülle, die man dann wieder erleben kann als etwas ganz Großartiges, als ein Zustand der Erleuchtung und so weiter. Die Leerheit ist für mich das Gegenteil der Formen, die wir hier vor uns sehen. Und nun zur Scheinwelt des Samsara. Das ist natürlich ein Gedanke, der sich aufdrängt, wenn man sagt, dass die Welt nicht aus diesem eindeutigen Bezugssystem besteht, nämlich die Materie hier oder die Dinge hier und die Dinge erkennendes Bewusstsein auf der anderen Seite. Sondern, wie kommen die Dinge sonst zustande? Sie kommen durch eine Vervielfachung der Information zustande, durch eine Welt von Information. Also nochmal, wenn es diese Welt in einem Außen nicht gibt, sondern wenn die Materie durch das Bewusstsein hervorgerufen wird und erschaffen wird, dann ist das Wesen der Welt die Information. Und ein weiterer Gedanke davon ist zum Beispiel, dass es kein einzelnes Ding geben kann. Warum nicht? Weil die Dinge, so wie wir sie sehen, sich dadurch abgrenzen, dass sie sagen, wir sind ein Unterschied zu einem anderen Ding. Das heißt, es muss verschiedene Dinge geben. Im Buddhismus nennt man das die bedingte Existenz. Also auch wieder ein Gedanke, der völlig gleich ist im Spiritualismus wie im Buddhismus. Und doch kommt man dann also wohlgemerkt die heutigen Menschen, mit dem Gedanken des Buddhismus an einer Stelle, wo sie dann doch wieder davon ausgehen, es gebe eine letztendliche Wahrheit, es gebe Regeln, die man aufstellen müsse, so ähnlich wie eine Religion. Und es gebe halt Dinge in der Leerheit zu erleben und so weiter. Wohingegen der Spiritualismus zu der Auffassung gelangt, dass jede
Wahrheit immer nur wahr sein kann innerhalb eines Bezugssystems, so wie es überhaupt eine bedingte Existenz gibt. Es gibt keine einzelnen Dinge, es gibt auch keine Wahrheit, die für sich genommen immer wahr ist. Und die Scheinwelt des Samsara besteht eben darin, dass, aus der Sicht des Spiritualismus wohlgemerkt, ich versuche das immer mit meinen Worten hier zu erklären. Ich muss das hier mal, kann man das drehen? Ja, man kann es drehen. Sehr gut. Ich nähere mich hier dem See übrigens, dem Plauer See. Man stelle sich eben die Welt einmal so vor. Man hat nicht eine Welt vor sich, ich nenne das ja immer Ich-Universen, sondern viele, viele Universen, die ihre eigenen Wahrheiten haben, ihre eigenen Objekte. Und nun nimmt man das im Materialismus wahr als ein Verschiedensein von Meinungen. Und im Spiritualismus sind das eben Welten, die sich trennen und die durch Kommunikation sich abstimmen können. Aber das eigentliche Wesen der Welt ist ja nicht die Gleichheit, sondern das sich abstimmen. Ein sich abstimmen von Informationen. Und dieses sich abstimmen von Informationen, dass wir wahrnehmen können in unserer Kommunikation, ist nötig für diese Informationswelt, in der wir uns befinden, weil ansonsten die Information jede Form annehmen könnte, was wiederum nichts Strukturiertes wäre. Das wäre am Ende wieder keine Information. Und daher rede ich davon, dass das sich abstimmen muss. Ach, jetzt ist es wieder auf die falsche Seite gedreht. Ja, so, besser. Sind ganz viele Schneeflocken. Oh, und die Scheinwelt des Samsara ist eben dieses Verständnis dafür, dass die Welt, die du gerade vor Augen hast, eine mögliche Form ist und dass es aber so und so viele andere gibt. Wie viele andere gibt es in Form von Menschen? Sagen wir mal 8 Milliarden. Aber der Spiritualismus zumindest geht ja nicht davon aus, dass es benennbar ist durch den Menschen, wie viele solcher Universen existieren. Denn die Universen aus Gedanken können auch Welten betreffen, die uns völlig fremd sind. Man denke als nächsten Gedanken natürlich erstmal an die Welt der Tiere, die ja auch ihre eigene Welt haben. Und man denke an Welten, die uns völlig fremd sind. Sagen wir mal die Welt der Bäume oder so. Oder ich weiß nicht, inwieweit man das für Dinge sagen kann. Sie sind ja nach dem geistigen Prinzip auch aus Informationen geschaffen. Das ist eben die Scheinwelt des Samsara, dass man immer weiß, dass hinter den Dingen etwas anderes ist. Und dass letztendlich der Fantasie da keine Grenzen gesetzt sind, was die Dinge sein können. So, jetzt aber zurück zu Plau am See. Ich glaube, hier bin ich. Ich schalte mal um auf die... So, damit ihr auch mal was davon habt. Hier herrliche Landschaftsbilder von Plau am See. Ganz offenbar nähere ich mich dem namensgebenden See. Ich gehe hier durch so einen Schilfgürtel durch. Da oben sind Gänse. Und ich meine, wie man diese Scheinwelt des Samsara auffasst, das ist dann wieder die Frage, über die man sich auch wieder lange unterhalten könnte. Resultiert denn daraus eine bestimmte Weisheit, dass man mit ihr umgehen kann, mit dieser Scheinwelt? Und ich denke eigentlich,
es gehört eine gewisse Leichtigkeit dazu, mit der Scheinwelt umzugehen, weil wenn es eine Scheinwelt ist und wenn da keine ehernen Gesetze sind, die aus dieser Eindeutigkeit, die wir ja immer vermuten, hervorgeht, dann ist diese ganze Welt sehr, sehr flexibel und sie kann alles Mögliche sein. Und es gehört einfach eine gewisse Leichtigkeit dazu, das so anzunehmen und zu sagen, okay, wir Menschen sind eben nicht die großen Begreifer des Universums. Das Universum geht aus uns hervor und die Dinge gehen aus uns hervor. Wir sind ein Element der Schöpfung. Wir sind ein Element der Schöpfung und wir sind aber nicht der Schöpfer selbst in einer Gesamtheit, sondern ein Element immer jeweils. Wir sind auch nicht die Beobachter einer Schöpfung, die dann von einer objektiven Wahrheit sprechen können. Wenn die Wahrheit aus uns hervorgeht, dann ist es so wie dieses uralte Bild des Ouroboros, der sich selbst in den Schwanz beißenden Schlange, ein Kreis, ein in sich geschlossener Kreis. Man könnte auch sagen, ein Kreis der Logik. So, da vorne ist dieser große See. Also nochmal zur Information. Plau am See ist in der Mecklenburger Seenplatte im Müritzgebiet. Und es hat also auch hier diesen wunderbaren See. Da drüben steht Seglerverein Takelsteg. Und da vorne ist der Leuchtturm. Der Leuchtturm, ne? Den brauchen hier einen Leuchtturm, weil der See ist so groß. Und Schiffe in Seenot können sich dann immer an den Leuchtturm orientieren, offenbar. Einfach eine wunderschöne Gegend. Wenn Badewetter wäre, dann würde ich hier direkt reinspringen. Ja. Das andere Ufer, warte mal, man kann es gerade so erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Es schneit ja außerdem noch. Ich gehe bloß mal bis da vorne hin, dass man den Leuchtturm besser sehen kann. Hier sind so Ferienhäuser, wenig los. Hier sind Entchen. So, der Leuchtturm, da ist er. Da ist das gegenüberliegende Ufer vielleicht, wer weiß. So, hier sind Entchen. Und damit verabschiede ich mich erstmal aus Plau am See und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.